So Leute, einen wunderschönen guten Tag hier aus Südkalifornien, aus Carlsbad. Und ja, das Wetter ist so ein bisschen bewölkt, aber das zieht wieder weg. Das ist ja hier ganz normal, auch wenn sie am nächsten Tag sagen, es regnet hier. Meistens zieht das auch vorbei. Ich glaube, das ist einfach so ein Küstending, aber das hat man überall, selbst auch in Alanya. Wenn es heißt, es soll regnen, das zieht spätestens nach einer Stunde wieder weg. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache heute ein Kostenvideo, was ich denn hier bis jetzt nach 2,5 Wochen ausgegeben habe. Als allererstes fange ich mal mit der Unterkunft an. Ich habe hierüber ein Video gemacht, was es hier alles gibt und wie ich das Ganze gefunden habe. Und vorab muss ich sagen, ich habe das Ganze nicht über Airbnb gebucht, weil man da natürlich enorme Aufschläge zahlen muss. Und es ist schon sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das einfach an einem Deutschen liegt oder ob das so ein allgemeines menschliches Ding ist, dass man immer Sachen vergleicht. Also gerade auch hier, man vergleicht immer irgendwie die Preise, man vergleicht die Art, die Qualität. Ich glaube, das ist so ein menschliches Ding. Jedenfalls, ich habe natürlich ordentlich recherchiert und ich habe das Ganze über eine Internetseite, das nennt sich Furnished Finder, gefunden. Da muss man sich aber allerdings auch mit einer US-Nummer registrieren. Ich habe das Ganze natürlich dann alles über meinen Bruder gemacht und habe dafür, also wenn ich es runterkalkuliere, 75 € die Nacht gezahlt hier in den USA. So wie ihr das gesehen habt, mit Zugang zum Pool. Man ist natürlich etwas weiter weg, also man muss hier, egal wo man sich in den USA befindet, einfach mobil sein. Mobil sein ist hier das A und O. Aber generell, egal wo man sich eigentlich was mietet, ich finde, wenn du ein bisschen was vom Land, von den Leuten sehen möchtest, nehmt euch ein Auto. Und da wären wir auch schon bei Punkt 2. Was habe ich für meinen Mietwagen gezahlt? Den habe ich euch ja auch am Anfang vor meiner USA-Reise oder als ich hierher gekommen bin, auch gezeigt. Das Ganze ist ein Chevrolet Equinox und für den habe ich 23 € am Tag bezahlt, inklusive Versicherung und Vollkasko und allem drum und dran, jeglichen Schutz. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze über Booking.com gebucht und habe natürlich, weil ich eigentlich fast all meine Sachen über Booking buche, extrem sparen können, weil sie mir da fast einen, ja, knapp 60, 70 € Rabatt nochmal gegeben haben. Das fand ich natürlich super toll. Ja, und deswegen habe ich das dann auch gemacht und das Ganze lief dann über Sixt, also dort auch die Abholung und eigentlich egal, wo man hinkommt, auch in Antalya oder also USA generell ist ja sowieso, du kriegst da einfach nur, du buchst quasi eine Art Auto und dann, wenn du zum Schalter hinkommst, bist du halt in dieser Kategorie Auto, also SUV zum Beispiel drinnen und dann heißt ja, hier ist die Line 25, such dir einen aus und Schlüssel ist da und such dir einfach einen aus, was du gerne haben wollen würdest. Fand ich eigentlich einen ganz guten Deal und habe ich dann auch gemacht. Dann meine Auslandskrankenversicherung. Das ist ja enorm wichtig, weil wenn dir hier irgendwas zustößt, das wird richtig, richtig teuer. Und die muss man einfach haben. Ich habe eine Deckungssumme von 30.000 € für 18 € in Alanya privat bei einer, ich glaube Allianz war das, abgeschlossen. In Deutschland damals, kann ich mich erinnern, habe ich das auch über meine Krankenversicherung damals immer, weiß ich nicht, konnte man so eine Auslandsversicherung abschließen und ich habe dafür jetzt für die 23 Tage 18 € gezahlt mit einer Deckungssumme von 30.000 €. Das hört sich erstmal viel an, ist es aber nicht, weil wenn dir hier irgendwas passiert, dass du dir, weiß ich nicht, ich habe jetzt letztens vor kurzem erst gehört, dass hier gleich ums Eck
ist halt jemand beim Surfen quasi verunglückt, sein ganzes Gesicht war entstellt, also das war echt heftig. Der ist dann gleich per Notarzt ins Krankenhaus gekommen und dafür, naja, das kostet richtig, richtig viel Geld und 30.000 ist da einfach nichts. Dann mein ESTA. Ein ESTA ist quasi für die Deutschen so quasi ein USA-Einreisevisum. Das habe ich selbst beim US-Government habe ich das einfach eingereicht. Da füllst du deine Daten aus, dafür zahlst du 18 € und ging super easy, ging auch gleich durch. Ich muss sagen, allerdings da von türkischer Seite aus musste ich mich über einen VPN einloggen, weil ich nicht über das türkische Netzwerk auf eine US-Government-Seite gekommen bin. Nur hier mal am Rande. Ja, aber es ging am Ende super easy und ich muss auch sagen, als ich in LA angekommen bin, mein Bruder hat mir da immer so Tipps gegeben und hat gesagt, da gibt es so eine extra, wie so eine Art, so ein Bonus. Das kann man nochmal abschließen, das kostet irgendwie so $100, dass du quasi so First Lane, also schnell an allen anderen vorbei kannst. Das ist halt, macht halt Sinn, wenn du zum Beispiel viel rumreist, dass du halt gerade an solchen großen, überfüllten Flughäfen einfach nicht lange warten musst und dir diese lange Wartezeit erspart bleibt. Aber es war nichts los. Also wirklich am Flughafen LA, ich war in meinem Leben noch nie so schnell durch. Das war absolut irre, wirklich. Also brutal. Also selbst auch bei der Border Control, das ging echt flott. Dann für meinen Flug, da muss ich euch jetzt einen Tipp geben. Wenn ihr zeitlich flexibel seid, bucht nur über Google Flights. Das ist keine Internetseite, sondern ihr gebt ein oben in die Suchmaschine Google Flights. That's it. Und wenn ihr da zeitlich flexibel seid, also ihr gebt dann zum Beispiel den Abflughafen ein und den Ankunftsflughafen und dann vielleicht den Zeitraum und dann könnt ihr mit den Tagen spielen. Und ich habe meinen Flug für 584 € hin und zurück von Antalya bis Los Angeles mit einmal umsteigen gebucht. Das Ganze läuft dann über United. Also ich muss sagen, den Flug, ich habe dann nachher noch mal ein bisschen recherchiert und den Flug habe ich so eigentlich gar nicht gefunden. Also der sucht dir dann irgendwelche Sachen zusammen, das ist total geil. Und ich bin dann über Wien geflogen und da fliege ich auch wieder zurück. Und das ging echt super. Also ich muss sagen, so ein Schnäppchen habe ich wirklich selten bekommen. Also Google Flights, merkt euch das. Geht, glaube ich, fast überall. Also damit kannst du wirklich weltweit super und einfach fliegen. Für meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio habe ich einen richtig geilen Deal gemacht. Auch für einen Monat habe ich das abgeschlossen, weil die machen, du kannst zwar wochenweise und dann dachte ich, naja gut, 3 Wochen jetzt ungefähr, macht das natürlich Sinn, einen kompletten Monat zu buchen. Und die wollten mir am Anfang den Vertrag für $90 anbieten. Da habe ich aber gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Dann gucke ich mich noch um und dann haben die gleich schnell was gemacht. Sagte, okay, dann erspare ich dir die 60, kriegst für $30, also für 25 € habe ich für einen Monat Fitnessstudio bekommen. Das finde ich extrem cool. Und ich hätte euch das Fitnessstudio gerne gezeigt. Es ist ein absolut richtig geiles Gym. Also wirklich, habe schon bessere gesehen. Ich wollte dann noch mal ein paar andere gehen. Aber so für das, was man sonst so kennt, das ist echt also brutal ausgestattet. Also da gibt es für eine Rückenübung zum Beispiel 10 verschiedene Maschinen. Braucht man das? Glaube ich jetzt nicht, aber es ist halt einfach so ein riesengroßer Spielplatz für Erwachsene und ich fand für 25 € für einen Monat war das jetzt echt super. Tanken war bis jetzt relativ teuer. Ich habe jetzt 3-mal getankt, also einmal nicht ganz voll getankt und ich habe da bis jetzt 117 € ausgegeben. Das ist schon enorm viel, deswegen fahren die meisten hier auch mit dem E-Auto rum, was natürlich dann auch total Sinn macht.
Also mein Bruder zum Beispiel, der schließt es halt über Nacht an, und weil du die ganze Zeit, weil diese Strecken, diese Größe, das ist der absolute Wahnsinn, wie riesig das alles ist. Deswegen, du fährst einfach eigentlich so, wenn du sagst, komm mal kurz vorbei, das sind schon so 20 Minuten Fahrt, die du da einfach verbringst und die du fahren musst, und dann fährst du mal dahin, mal dahin, mal dahin, und da kommt halt schon einiges zusammen. Und weil ich natürlich jetzt auch viel hier rumgefahren bin, also das heißt einmal zum Strand, zu meinem Bruder, wieder zurück ins Fitnessstudio, wieder zurück und hierher und immer so hin und her, kam dann natürlich schon einiges zusammen, aber ich finde, das ist jetzt auch, ja, normal. Wenn du es auf einen Liter runterrechnest, ist, glaube ich, so 1 Liter für so knapp €1. Ich glaube, das zahlst du in Deutschland auch, wenn nicht sogar mehr. Dann zum Punkt Lebensmittel. Ich musste mir natürlich ein paar Sachen kaufen, die ich halt jetzt hier nicht so hatte, also sowas wie Waschmittel oder dann sind auch so ein paar extra Sachen dazugekommen, wie so Shampoo, weil ich halt einfach, mein Koffer halt nicht da war. Und wenn ich jetzt nur quasi die Lebensmittel im Supermarkt einkalkuliere, habe ich da jetzt für 2 Wochen circa 30 € pro Tag ausgegeben, wenn man es jetzt auf 2 Wochen eben runterkalkuliert. Ja, das sind halt jetzt so knapp bisschen was über 400 €. Natürlich willst du mal das haben und das haben. Ich muss sagen, Cola und so weiter ist hier richtig teuer. Auch so Energy-Getränke. Aber letzten Endes, ich bin halt hier einfach im Urlaub und da willst du dich einfach durchprobieren. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt gar nicht so auf den Süßkram und so angesponnen, weil es einfach so viel davon gibt, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also, und ich muss auch echt sagen, wenn du dir mal teilweise die Zutatenliste, und ja, ich bin so ein Mensch, ich lese mir gerne die Zutatenliste durch, dann, wenn du dir das Ganze anschaust, da schlackerst du schon mit allen beiden Ohren, und ich glaube, das willst du einfach gar nicht essen. Deswegen schauen halt hier manche Menschen so aus, wie sie einfach ausschauen. Dann war ich natürlich noch ein bisschen shoppen. Das ist immer so von bis. Also zum Beispiel dieses T-Shirt hier, was ich jetzt hier anhab, das habe ich jetzt zum Beispiel für $1 bekommen. Das war phänomenal. Man muss halt da einfach gucken, wo man einkaufen geht. Du kriegst halt hier wirklich alle wirklich Originalmarken, teilweise in so Outlets, wirklich hinterhergeschmissen. Das ist krass. Also hier zum Beispiel so eine Roxy-Jacke. Ich glaube, ich habe dafür 20 € gezahlt. Ist auch, glaube ich, ganz normal. Wenn du essen gehst, ist es natürlich schon etwas teurer, aber auch da, es kommt immer drauf an, wo du essen gehst, was du essen willst, und du hast halt dann auch immer dieses Trinkgeld, ne, was du dann am Schluss auch dann mit drauf zahlen musst. Ja, das war so ein kleiner Einblick in meine Kosten, die ich bis jetzt hatte. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr mal hier in die USA kommen solltet, also das teuerste ist einfach die Unterkunft und Mietwagen und natürlich der Flug. Das sind die 3 größten Faktoren. Gerade wenn du dann zum Beispiel mit einem Partner oder mit einer Freundin oder so fliegst, also es gibt immer super Angebote. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Wert darauf gelegt, dass ich alleine hier bin und nicht irgendwie in so Shared Bedrooms und so weiter. Das wollte ich nicht. Da gibt es dann noch viel günstigere Angebote. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das war mir jetzt auch persönlich lieber, wie jetzt in so einem komischen Hotelzimmer oder sowas. Ja, das war es auch schon hier mit meinen Kosten. Und ansonsten, ich werde heute das erste Mal zum Kajaken gehen. Ich bin gespannt, wie das wird. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Genauso wenig wie ich Pickleball gespielt habe, aber ich bin absoluter Fan. Jetzt habe ich morgen meine
dritte Stunde, also was heißt dritte Stunde? Du gehst halt einfach hin und spielst mit den Leuten, das ist richtig cool, die nehmen dich sofort auf und macht halt richtig Spaß. Das will ich auf jeden Fall in Alanya auch machen. Da ist es, und natürlich der Mensch vergleicht auch wieder, ist es etwas teurer, das ist halt immer Angebot und Nachfrage, ne? Wie es halt weltweit überall einfach so ist. Aber nichtsdestotrotz, das will ich mir auf jeden Fall dort auch mal anschauen. Das macht nämlich richtig Spaß. Ja, und ich werde mich jetzt fertig machen. Ich habe keine Ahnung, was man zum Kajaken anzieht. Mein Bruder meint nur Bikini und T-Shirt. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.